geht das Gepicke auch schon los. Ich habe mir gerade mal diesen Halbzylinder bzw. die eine Hälfte des Superlogs eingespannt und ich habe keinen Schlüssel dafür, deswegen ich kann es auch nicht testen, aber ich werde mal versuchen, das einfach zu picken jetzt. Einfach ist immer gut. Als erstes werde ich versuchen, die Slider zu setzen und dafür benutze ich wieder einen abgebrochenen Multipick, wenn es dann klappt. Und ansonsten werde ich versuchen, wieder den Curved Ball zu nehmen. Der hat sich beim letzten Mal ja ganz gut bewährt, muss ich sagen. Ja, der Spanner ist zwar relativ stark, aber der passt gerade so rein und ich habe damit ganz gute Kontrolle über den Kern hoffentlich. Zumal ich gerade bei den Slidern auch gerne mal die Spannung nachlassen muss, um sie zu setzen. Ja, mal gucken, was passiert. Ich habe gerade so ein bisschen Probleme, den Slider überhaupt zu erwischen. So. Okay, der scheint also da sitzen bleiben zu wollen. Kann auch gut sein, dass ich erstmal ein oder zwei Dimple-Pins setzen muss, um ein bisschen Spannung oder Counter-Rotation zu erzeugen und somit die Dimple-Pins besser setzen zu können. Ich werde mal so eine Right Flag benutzen. Vielleicht geht das ja, die passt ganz gut rein bis jetzt. Ich drehe das mal ein bisschen, dann könnt ihr besser gucken. Schon ein leichtes Force Set jetzt bekommen. Aber wahrscheinlich noch nicht ausreichend, da ich wahrscheinlich noch nicht die Slider richtig positioniert habe. Ah, da kommt schon ein etwas größeres Force Set jetzt auf mich zu. Ja, wird tiefer. Ihr könnt das gar nicht sehen, ne? Ich versuche das mal so seitlich zu machen. Dann kann ich zwar nichts mehr sehen, aber ich kann noch rein fühlen. Gelegentlich muss ich mal versuchen, immer die Spannung ein bisschen nachzulassen. Ich bräuchte jetzt eigentlich meinen flachen kleinen Schraubstock, den ich mir gebaut habe, aber der ist bei Tobi. Der wäre jetzt ziemlich ideal eigentlich für so ein Schloss. Weil gerade bei so längeren Picks, kann ja auch mal länger dauern hier, ist das doch ein bisschen angenehmer, als die Hand immer so hoch anwinkeln zu müssen oder so hoch halten zu müssen und den Rest des Arms anwinkeln zu müssen. Das ist irgendwie total unkomfortabel. Ich muss doch mal die Slider irgendwie setzen und dabei gucken. Das geht nicht so gut, wenn man nichts sieht. So, das war der zweite und ich habe gleich wieder ein paar Pins verloren unten. So, jetzt habe ich oben den dritten berührt und gleich wieder ein leichtes Force-Set bekommen. Mal weiter versuchen. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Wie gesagt, dieser Schraubstock ist überhaupt nicht mein Fall. Ich mag Schraubstock sowieso gar nicht, eigentlich. Aber gerade bei solchen komplizierteren Schlössern wird es dann doch irgendwann schwierig in der Hand, wenn man zu viel auf einmal machen muss. Werkzeug tauschen, Spannung nachlassen. Das ist zu doll in der Hand, glaube ich. Obwohl versuchen würde ich es mal. Jetzt gerade kein Feedback mehr oder keinen Pin, den ich setzen kann hier unten. Der mir Counter Rotation gibt, doch der, aber jetzt habe ich wieder den Kern ziemlich aufrecht. Ich denke mal, jetzt habe ich die Slider wieder verloren. Knackt und knirscht ziemlich. Glücklicherweise ein bisschen viel Spannung gab gerade eben. Pick jetzt mit so leichter Spannung, eigentlich halte ich nur noch den Spanner gerade oder fest, sagen wir mal so, dass er nicht rausrutscht oder hin und her schlackert.
Mehr Spannung habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich, also nicht gefühlt so. Ja, denke ich, muss die Slider nochmal nachsetzen. Da hat sich irgendwas zurückgeschossen, zurückgeschoben. Kann auch sein, dass es beim Dimpelpicken hier passiert ist, dass ich mit dem Schaft oder so da oben gegengekommen bin. So, das hat ein bisschen nachgegeben, das fühlte sich ganz gut an. Ich werde jetzt mal eine ganz kleine Right Flag benutzen. Ihr wisst, wechsle ich immer gerne mal durch bei Dimpel-Schlössern. Weil man hier halt nicht unbedingt immer über die Diagonale den richtigen Hub erzeugt oder erwischt. So, das heißt, man kann vielleicht im Zweifelsfall gar nicht tief genug drücken. Oder man drückt schon zu tief oder man drückt schon aufs Warding. Je nachdem wie der gedreht ist, halt von der Stellung, der Pick. Deswegen teste ich immer mal wieder verschiedene. Apropos, werde jetzt mal eine Curve Flag probieren. Die ist ziemlich groß, aber müsste eigentlich trotzdem noch reinpassen. Die ist wahrscheinlich zu groß jetzt. Sieht ganz so aus, ja. Etwas wuchtig. Kommt mir gar nicht hinter das Warding. Eine etwas größere Right Flag probieren. Aber momentan nichts zu setzen, nicht so richtig auf jeden Fall. Ja, scheint wieder eine längere Geschichte zu werden. Gefühlt. Ups, das war nicht geplant. Da habe ich euch doch gerade ein bisschen durchgeschüttelt. So, also nochmal Slider. Da scheint ja irgendwas noch nicht richtig zu sein da oben. Das Gute ist, man weiß ja ungefähr, also die Startposition der Slider ist ganz links anscheinend. Das heißt, die müssen ja eigentlich eher zur Mitte oder rechts rüber. Das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt, den man hat. Wenn ich da überlege, ich habe ja noch so ein Schüko-Schloss hier. Das hier. Das hat nur Slider und wenn ihr mal den Schlüssel seht, das Ding ist echt übel. Also da weiß man gar nicht wohin mit den Slidern. Echt krasses Teil. Da kämpfe ich wahrscheinlich noch ein paar Jährchen mit. Aber hier sind ja Gott sei Dank nur 3 Slider verbaut. Und die müssen alle nach rechts. Auf jeden Fall etwas nach rechts unterschiedlich von der Weite, aber trotzdem ist die Richtung ja schon mal klar. Das ist, denke ich mal, schon eine Menge wert. Okay. Schon relativ verbogen mein Pick hier. Mal wieder zu dem abgebrochenen Multipick PN06 übergehen. Gerade um den ersten Slider vielleicht setzen zu können. Der schießt immer wieder zurück. Jetzt habe ich wieder alles resettet hier gerade. Scheint mir. Auf der Suche nach Feedback. Da war ich schon mal weiter als jetzt.
kein erweiterbares Falsett irgendwie gerade, was ich sonst hier für gewöhnlich habe. Dafür hing mir jetzt der Pick fest. Gerade läuft das nicht so gut, wie ich das erhofft hatte. So, jetzt habe ich einen Pin gesetzt anscheinend. Oh, und jetzt ist es offen. Oh, mein Gott. Oh, Krampf in den Fingern. Heftig. Gut, das war ja ganz schön schwer, muss ich sagen. Das war richtig schwer. Bin mal gespannt, wie das hier wird. Das kleine hier, wo ich keinen Schlüssel für habe. Harte Nuss, echt eine harte Nuss. Boah. Das war ganz, ganz gemein. Naja, jetzt ist es offen. Mal gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reingucken soll. Ich glaube, das wäre eine dumme Idee. Irgendwie ist mir so, als ob ich da Serrations sehe oder sowas. Vielleicht ist das sogar ein Challenge-Log. Ich bin mir nicht so sicher, aber gerade eben, als ich die Pins unten gesehen habe, dachte ich kurz, ich hätte hier Sicherheitspins gesehen. Aber echt schwer zu sagen. Ich werde das mal wieder ein Stück zurückdrehen. So. Ja, ich glaube, ich gucke da mal rein. Erstmal Platz machen. Und erstmal ein bisschen höher mit euch wieder. So. Los geht's. Total staubig das Pinning Tray. Gut, dann haben wir hier einen C-Clip. Da flog mir schon was entgegen. Und zwar die Sidebar und eine kleine Feder. So. Die andere Feder sitzt noch. Ach du. Ist es nicht. So, dann haben wir hier. Ich hole das mal ein bisschen dichter ran. Na, noch nicht, doch. Dann haben wir hier Pinzette, Slider, noch ein Slider, noch ein Slider. Dann haben wir hier noch die kleine Feder. Von der Sidebar, die jetzt hier festhängt. Noch eine kleine Feder. Dann die Sidebar. Dann haben wir hier 6 Pins versetzt zueinander. Eins ist ein richtig scharfer T-Pin. 2 ist auch eine Art T-Pin. Ich glaube, das liegt an der Bauform. Damit die nicht in den Kern reinfallen, sind die
sind die so runtergedreht am Ende. Sind alle relativ gleich, würde ich mal sagen. Interessanter Kern auf jeden Fall. Gut, dann haben wir hier einmal einen Aufbauschutz. Sehe ich gerade hier. Der lässt sich auch rausdrücken. Brauchen wir aber nicht, können wir drin lassen eigentlich. Ich zeige das gleich mal ein bisschen näher. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von dem ganzen Schloss hier. Ist noch relativ interessant hier irgendwie alles. Muss erstmal damit klarkommen. Habe ich das Ding da drin verkeilt? Oder war das? Ah, völlig verkehrt. Völlig falsche Seite. So. Noch ein bisschen weiter raus hier. Gut, das war schon mal das. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt unten kommt. Nummer 1 ist leer. Das ist interessant. Nummer 2 ist ein Standard. Nummer 3 ist eine richtig tiefe Spule. Nummer 4 ist auch eine richtig tiefe, scharfe Spule. Nummer 5 ist eine Standardspule, würde ich sagen, wenn man da von Standard reden kann. Nummer 6 ist ein Barrel Pin. Und Nummer 7 ist ein T-Pin. Jetzt blicke ich langsam nicht mehr durch. Wieso denn 7? 8 Löcher sind hier. Ach, das ist für die Schraube. So, die Federn lasse ich mal drin. Hier sind etliche Löcher, aber der erste war leer. Die erste Kammer war leer. Dafür war die... Da muss ich erstmal drauf klarkommen jetzt. Ach so, okay, der fängt da erst an. Alles gut, jetzt sehe ich das. Das heißt, sie sind doch in der Reihenfolge hier. Ja, krasse Sache. Das sind richtig scharfe Spulen drin, richtig üble Dinger. Dann sitzen die ja theoretisch richtig jetzt. Gut, die Federn lasse ich wie gesagt drin. Dann haben wir hier, wie ihr sehen könnt, extrem scharfe, nicht zweiteilig hier. Ich muss das mal irgendwie dichter ranbekommen. So, also ein 1 ist ein Standard, 2 ist eine scharfe Spule mit Stufen drin, 3 ist eine scharfe Spule, 4 ist eine scharfe Spule, 5 ist so eine Serrated Spule und 6 ist ein T-Pin. Aber ich muss euch diese Spule aus Nummer 2 nochmal zeigen. Dafür drehe ich mal mein Pickset hier um. Und hoffe, dass ich die ranbekomme. Ja, das Ding ist echt übel und das ist so scharf, das Teil. Die nächste ist auch schon recht scharf. Und das ist dieser Serrated Spulenpin, was auch immer, Barrel Pin. Die Spulen sind schon sehr tief hier ausgeschnitten und sehr scharf. Ich weiß nicht, ob das ein Challenge Lock ist
von Boris oder ob das die Standardbepinnung ist. Müsste ich mal nachvollziehen mit dem anderen Schloss. Jetzt muss ich es auf jeden Fall erstmal wieder zusammenbauen. Wäre schade drum. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und danke dir nochmal, Boris. War echt eine coole kleine Herausforderung, die doch ein bisschen größer geworden ist auf einmal. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt wieder zusammen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.